Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Geräte. Mein Name ist Arno Burger und heute soll es um ein Praxisbeispiel aus dem Bereich des Amateur- und Hobbysports gehen. Stellt euch vor, ihr lauft in einer Staffel und wollt die Ergebnisse der Staffel nachher schön aufbereiten und euren Mitläuferinnen und Mitläufern zur Verfügung stellen. Weil das Praxisbeispiel aus dem Laufbereich ist, begrüße ich ganz besonders herzlich alle Läufer heute. Das Beispiel ist der Landkreislauf in Starnberg 2019. Ursprünglich wollte ich es euch am Beispiel des Landkreislaufs 2020 zeigen, aber nachdem dort alle Namen der Läufer extra ausgeschrieben sind, habe ich mich für den Landkreislauf 2019 entschieden, wo die Namen noch nicht extra genannt werden. Ja, worum geht es? Wir haben hier eine Tabelle, die habe ich schon mal vorbereitet. Da habe ich schon mal die verschiedenen Mannschaften aufgeführt, die ich hier betreue. Dann die Strecken. Die erste Strecke, die weiße, ist 5,4 Kilometer, die zweite ist 4,1 Kilometer und die dritte ist 3,1 Kilometer. Und ich habe auch schon mal, das sind hier die orangen Felder, die Dinge einzeln manuell rauskopiert, die man jetzt nicht so in der Masse kopieren kann und dadurch geht es dann auch ein bisschen schneller. Wir werden uns dann anschauen, wie ihr hier die Strecke aufnehmen könnt, ohne die jeweils eintragen zu müssen, wie ihr die Einzelzeiten reinkopieren könnt, wie ihr die Pace berechnen könnt, aber auch die Gesamtstrecke, die Summe der Einzelzeiten und die Durchschnittspace. Das heißt, es geht im Prinzip um folgende Dinge: Kopieren und Anpassen von Grafik und Text, dann das Errechnen der Pace und der verschiedenen anderen Berechnungen, die ich euch gerade gezeigt habe, das Formatieren von Zeiten und dann auch noch das Kopieren von Berechnungen und Formatierungen. Ja, zunächst mal, ich habe die Sachen schon im Internet aufgerufen. Das hier ist die Strecke gewesen, die wir gelaufen sind und ich möchte gerne diese Strecke hier in Excel auf der Seite mit einführen. Ich werde das so machen, dass ich eine Tastenkombination drücke. Das ist die Windows-Taste, die Großschreib- oder Shift-Taste und das S dazu. Ich komme dann in eine Funktion, die heißt Ausschneiden und Kopieren und kann jetzt hier über dieses erste Symbol genau den Bereich ausschneiden, den ich benutzen möchte. Ihr seht, Ausschneiden und Skizzieren heißt die Funktion. Die ist jetzt relativ neu in Windows 10. Wer das Snipping-Tool verwendet, kann das natürlich genauso weiterverwenden. Dann wechsle ich in Excel, gehe an die Stelle, an der ich die Grafik einfügen möchte und drücke zum Beispiel Steuerungstaste und V und füge damit die Grafik ein. So kann man jetzt auch sehen, was hier die weiße Strecke ist, das ist hier lila eingezeichnet, weil weiß nicht so gut geht. Dann haben wir die gelbe Strecke und die rote Strecke. Jetzt möchte ich aus der Ergebnisliste des Landratsamts die Zeiten rauskopieren, die ich brauche. Und das wäre zum Beispiel hier für die Mannschaft LC Buchendorf Herren 1, wären das hier die Zeiten. Das heißt, die markiere ich. Dann kann ich sie zum Beispiel über einen Rechtsklick kopieren. Steuerung C würde auch funktionieren. Ich wechsle in meine Excel-Tabelle, gehe in die Zelle, ab der ich einfügen möchte. Das wäre hier die Mannschaft Herren 1 und drücke dann zum Beispiel Steuerung V zum Einfügen. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Excel übernimmt jetzt die Daten, die ich kopiert habe, in diese eine Zelle. Und ich möchte aber natürlich die Daten hier auf die 10 Zellen verteilen. Und das kann ich erreichen, indem ich die erste Zelle markiere, in der jetzt meine ganzen Daten stehen und dann über das Register Daten die Funktion Text in Spalten verwende. Ich bekomme dann so einen kleinen Textkonvertierungsassistent, der fragt mich, wie sind denn jetzt diese Informationen aufgeteilt, haben die eine feste Breite, sind die getrennt. Ich würde jetzt, ich mir das so anschaue, mal das Leerzeichen hier als Trennzeichen nehmen. Das heißt, ich sage getrennt über ein Zeichen, gehe dann auf Weiter und wähle hier das Leerzeichen aus. Und dann seht ihr schon, jetzt sind die Zeiten aufgeteilt. Ich gehe auf Weiter und dann noch auf Fertigstellen. Er sagt dann, hier wären noch
Informationen in den Zellen sind es nicht und ich weiß auch, ich kann das überschreiben, also bestätige ich mit OK. Und jetzt habe ich die Zeiten hier in den verschiedenen Zellen den Läufern zugeordnet. Und ich mache jetzt erstmal die ganze Berechnung für diesen einen Block und dann kopiere ich die Formatierungen und die Berechnungen und dann füge ich die weiteren Zahlen aus der PDF-Datei aus dem Internet ein. Zunächst mal brauche ich jetzt hier noch die Strecke. Die Strecke in diesem Fall sind die 5,4 Kilometer. Die könnte ich theoretisch händisch reinschreiben. Ich mache das hier so, damit ich gleich vorbereitet habe für den nächsten Landkreislauf. Ich sage, in dieser Zelle möchte ich diesen Wert sehen. Und dann drücke ich die Enter-Taste. Und damit habe ich jetzt eine Verknüpfung zwischen der Zelle B24 und der Zelle C2. Und ich möchte jetzt diese Berechnung, könnte man sagen, auf die nächsten beiden Zellen kopieren. Und da wisst ihr vielleicht aus dem Video vom Dienstag, das haben wir auch hier in der Infokarte verlinkt, dass ich beim Kopieren jetzt ein Problem bekomme, denn beim Kopieren wird aus dem Zellbezug C2 hier der Zellbezug D2 und dann E2 und dann würde das nicht mehr passen. Deshalb muss ich aus dem Zellbezug noch einen absoluten machen. Dazu klicke ich hinter die 2, drücke einmal die Taste F4 und drücke wieder die Enter-Taste. Wenn ihr da noch Fragen habt zu den absoluten Bezügen, dann schaut euch das Video vom Mittwoch an. Jetzt kann ich diese Formel kopieren. Ich mache das mal mit Rechtsklick kopieren und in die nächsten beiden Zellen einfügen, STRG V. Und jetzt steht hier jeweils Zelle $C $2 und das ist also diese Zelle. Man sieht es auch gleich an den Zahlen. Und damit es farblich auch noch passt, würde ich jetzt auch gleich noch die Zellformatierung hier kopieren. Das heißt, ich nehme die Strecke 1, gehe auf Start, Format übertragen, füge das hier ein und übertrage das dann auch noch auf die anderen beiden Läufer. So, dann kommt der Läufer 4, 5, 6, die laufen die zweite Strecke, das heißt, das Vorgehen ist wieder dasselbe, ist gleich, diesmal aber eben die Entfernung der zweiten Strecke. Dann drücke ich gleich die Taste F4, sodass ich den absoluten Bezug habe, schließe die Zelleingabe ab und kopiere jetzt über STRG C, STRG V auf die nächsten beiden Läufer und übernehme auch hier nochmal die Farbe. So, dann zur letzten Strecke ist gleich Zelle auswählen, F4, Enter-Taste, kopieren, auf die weiteren übertragen und dann auch noch die rote Farbe. So, jetzt habe ich also die Zeiten, die die Läufer gelaufen sind. Ich habe die Strecken, die die Läufer gelaufen sind. Und jetzt möchte ich die sogenannte Pace ausrechnen, also die Minuten pro Kilometer, die der Läufer gelaufen ist. Und da Minuten als eine serielle Zahl intern in Excel verwaltet werden, das ist in dem Video vom Freitag genauer erklärt, kann ich einfach hergehen und kann sagen, okay, ich nehme jetzt, ich schreibe mein ist gleich, ich nehme die Zeit und teile die Zeit durch die Kilometer. Schließe den Zellbezug ab und sehe dann, dass dieser erste Läufer auf seinen 5,4 Kilometern pro Kilometer 3 Minuten und 15 gebraucht hat. Und diese Berechnung ist jetzt eine Berechnung, die jeweils die Zeit durch die Kilometer teilt und zwar jeweils pro Spalte. Das heißt, ich kann jetzt die Berechnung hier auf die anderen Zellen kopieren. Das mache ich mit der Autoausfüllfunktion. Die habe ich im Video vom Montag für diesen Zweck erklärt. Und jetzt kann ich sehen, okay, der erste 3,15, der zweite 3,41, der vierte 3,26. Jetzt kann ich also die verschiedenen Strecken ein bisschen miteinander vergleichen. Jetzt fehlen mir noch die Summen. Das heißt, ich gehe hier in die Zelle, in der ich die Summenstrecke berechnen möchte, wähle die Funktion Autosumme, die schlägt mir das Richtige vor, ich drücke die Enter-Taste. Bei den Einzelzeiten verwende ich auch die Autosumme, die schlägt mir auch wieder den richtigen Bereich vor, Enter-Taste. Und bei der Pace
würde ich jetzt sagen, ich berechne nochmal die Zeit durch die Kilometer. Das heißt, das ist die Berechnung, die ich hier schon habe, die kopiere ich nochmal und füge sie hier ein und dann seht ihr, wird hier die Zeit durch die Kilometer geteilt. Und jetzt gibt es vielleicht eine Sache, die euch gerade schon aufgefallen ist. Hier haben wir ja Minuten, Sekunden und Zehntelsekunden. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Aber wenn wir das zusammenrechnen, ich markiere die mal, wenn wir die zusammenrechnen, dann müsste jetzt eine Summe von 2 Stunden 24, 39,3 rauskommen. Das ist auch das, was in der Ergebnisliste steht. Und wenn ich mir das aber anschaue hier, dann stehen hier nur die Minuten und die Sekunden und die Zehntelsekunden. Das heißt, hier stimmt mit der Zellformatierung etwas noch nicht. Deshalb klicke ich hier auf das Symbol, um das Zahlenformat anzupassen und schaue mir mal die Zellformatierung an. Excel hat hier standardmäßig einen Vorschlag gemacht, könnte man sagen. Und diesen Vorschlag überprüfe ich und ich stelle fest, in der Zellformatierung sind nur Minuten, Sekunden und Zehntelsekunden. Und jetzt gehe ich her und schreibe hier vorne einfach noch hin, er soll hier noch die Stunden und dann als Trennzeichen einen Doppelpunkt übernehmen. Und dann bestätige ich mit OK und damit stimmt die Zahlenformatierung hier auch. So spezielle Zellformatierungen habe ich bisher noch nicht erklärt. Das wird in einem der nächsten Videos kommen. Jetzt sehe ich gerade, hier ist eine Farbformatierung noch nicht ganz richtig. Die übertrage ich gerade noch. Und damit habe ich jetzt die Berechnung für dieses erste Team habe ich fertig und möchte diese Formatierung und die Berechnungen jetzt auf die anderen Teams übertragen und dann möchte ich dort die restlichen Zahlen hineinkopieren. Ich sehe gerade noch, hier fehlt noch ein Rahmen. Das heißt, ich nehme einfach mal diese Zelle und spendiere dieser Zelle auf der rechten Seite noch einen Rahmen, damit ich nicht nachher das nochmal machen muss. Und jetzt gehe ich her und kopiere diesen Bereich mit STRG C und füge ihn einmal hier ein, einmal hier, mache ich jeweils mit STRG V und noch hier. Und was jetzt natürlich falsch ist, das sind die Daten, die hier drin stehen, die lösche ich nochmal raus. Die Berechnungen, die bleiben gleich und die passen ja auch. Und dann kann ich hier nachher die entsprechenden Zahlen von den anderen Mannschaften hineinkopieren. So, das mache ich jetzt mal genau auf dem Weg, wie ich das auch für die erste Mannschaft gemacht habe. Ich suche in der Excel, in der PDF-Datei nach den Mannschaften. Da habe ich die Damen 1. Ich markiere hier die Zahlen, kopiere sie, wechsle zurück in Excel, füge die Zahlen ein und ihr habt schon gesehen, es ist wieder wie vorhin. Ich muss also wieder über Daten, Text in Spalten, getrennt, das hier einfügen. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, dann seht ihr, jetzt habe ich hier die Berechnung für die erste Läuferin in dem Fall. Und ihr seht zum Beispiel durch das Kopieren von Läufer 1 bis 10 habe ich hier, das wollte ich nicht, aus Läuferinnen Läufer gemacht. Und das heißt, beim Kopieren ist es immer wieder notwendig, dass wir auch überprüfen, was da genau kopiert wird, damit es dann nachher auch passt. Ich mache das jetzt mal so, ich gebe hier Läuferin ein, Läuferin 1 und ich habe die Möglichkeit per Autoausfüllsymbol das in Läuferin 2, Läuferin 3 zu kopieren. Wenn ich das jetzt weitermache, dann habe ich leider den Nachteil, dass die Farben mit kopiert werden. Deshalb mache ich das hier so, dass ich jetzt hier Läuferin 4 eingebe und dann diesen Teil per Autoausfüllen kopiere und Läuferin 7 und dort dasselbe noch mache. Und nachdem wir 2 Damenteams haben, kopiere ich das und füge es hier ein. So, jetzt sind alle Daten kopiert. Ich habe hier auch nochmal die Kontrolle über die Ergebnisse.
Denn diese Zahl hatte ich kopiert aus der Ergebnisliste und das ist das Ergebnis der Summe aus den Einzelergebnissen und das heißt, es muss jetzt immer diese Zahl mit dieser übereinstimmen. Dadurch habe ich auch nochmal eine Kontrollmöglichkeit, dass das passt. Hier ist ganz ein bisschen gerundet. Da könnte man sich jetzt, wenn man das noch genauer wissen will, das noch genauer anschauen. Aber im Großen und Ganzen passt es soweit. Wenn ihr noch Fragen habt, sei es zu Zellformatierungen, sei es auch zu Berechnungen, vielleicht gibt es weitere Berechnungen im Laufbereich, die euch besonders interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören und euch da gerne weitere Tipps zu geben. Ansonsten war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Like da oder abonniert auch den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaut. Das war es für heute, euer Arno.